Welcome back zu Watcher of Realms auf meinem Mobile-Kanal. Freunde, es gibt wieder einen neuen Helden und ich kann jetzt schon sagen, den schauen wir uns heute an. Mega geil. Ja, mega cooler neuer Held. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut, aber wir schauen uns jetzt gleich direkt alle Skills an. Und dann kam noch ein Update die Tage. Schauen wir mal kurz rein. Nichts Bahnbrechendes, aber doch erwähnenswert. Let's see. Ja, so sieht's momentan bei mir aus. Äußerst gechillt, knackige 27 Grad, Sonnenschein. Mein neues System-PC ist auch bestellt. Ich sag nur RTX 5090. Ja, ich freue mich schon auf die Streams auf Twitch ab Mitte Februar. Sobald ich wieder da bin. Ja, also so groß, so viel gibt es gar nicht zum neuen Update. Ein paar Verbesserungen, aber doch ein paar kleine Sachen, die doch wichtig sind. Schauen wir uns gerade mal schnell hier die Sachen an. Also Gildenkrieg, neuer Gildenkrieg gestartet. Ein paar Verbesserungen gab es im Gildenkrieg. Man kann jetzt neue Sachen im Gildenjob kaufen. Das finde ich cool. Einen uralten Beschwörungsstein kann man sich jetzt da kaufen. Ja, also ein bisschen flexibler geworden. Neue Herausforderungen im Codex. Ich bin schon überall auf Double S. Ich glaube, bei X, bei irgendeinem bin ich nur auf S. Hat mir geholfen, in der Odyssee da vorbeizukommen. Also ich habe die Odyssee fast fertig jetzt gestellt. Schauen wir uns das nächste Mal an. Was doch sehr hier beim Update, ich sag mal, wichtig ist, die Heilwirkung auf den antiken Artefakten, auf dem antiken Equipment wurde entfernt. Ja, aber nur bei dem antiken. Das ist jetzt auf einer Seite ist es gut, andererseits brauchst du natürlich Heilwirkung bei bestimmten Supportern, ähm, die jetzt nicht unbedingt Heiler sind, aber doch ein Heal mit haben. Und da ist es nicht so gut, dass es entfernt wurde. Aber generell ist es natürlich leichter jetzt mit dem Aussortieren von, ja, von Equipment auf einem Attack, Crit Rate, Crit Damage. Da brauchst du meistens keine Heilwirkung drauf. Ja, auf den antiken wurde das, wie gesagt, jetzt gestrichen, aber nur auf den antiken Ausrüstungen. Ja, auf den normalen ist weiterhin Heilwirkung in den Substats mit enthalten. Welches Ausrüstungsequipment das betrifft, könnt ihr euch ja selber durchlesen. Hier in den Updates, ja, von Verhängnis bis zu boshafte Rache. Hier überall bei diesem Equipment wurde Heilwirkung entfernt nur von den Antiken. Was wurde noch verbessert? Die Droprate des antiken Equipments wurde erhöht. Ich muss sagen, ich habe bisher noch nichts von gemerkt, dass da sich was erhöht hat. Vielleicht um 0,5% erhöht. Also bei mir ist davon nichts angekommen. Und was ich noch sehr schön finde, im Shop gerade nichts drin. Machen wir einen Reset hier. Hier, der Rabatt für die uralten Splitter und für die legendären Splitter wurde erhöht. Also wenn ihr Glück habt, könnt ihr hier für, ich glaube, 70 oder vielleicht 60 Kristalle sogar Splitter kaufen. Ich muss sagen, ich kaufe eigentlich nur die uralten Splitter, denn da gibt es immer zwei von.
während bei den legendären immer nur einer ist. Und 80 Kristalle oder was er kostet bei Rabatt für einen legendären Piece, das ist es mir nicht wert, weil das geht so schnell weg, die Kristalle. Und ihr braucht es für Ausdauer, um zu farmen, zu farmen, zu farmen. Ihr seht, ich bin auch total blank. Also ich empfehle euch, kauft euch nur die Pieces für die uralten und nicht für die Legis, weil das lohnt sich meiner Meinung nach nicht so sehr, gerade für die Low-Cacher. Für die Cacher natürlich aufkauft. Ja, so, jetzt kommen wir aber zum neuen Helden, vielmehr die neue Heldin. Ab Freitag in der Götterbeschwörung zu bekommen. Ähm, Ich muss sagen, ich finde es schon richtig toll. Aber schauen wir gleich rein. Einziges Problem, ich habe nichts mehr zum Beschwören. Also kaum noch was. Das wird echt schwer. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir vielleicht ein kleines Pack hole, weil ich finde sie richtig cool. Baron haben wir hier noch in der Beschwörung. Und Artemis, jetzt nicht so relevant. Artemis ist ganz stabil, aber jetzt auch nicht gerade. Ich habe so viele Heiler. Wer keinen Heiler hat, ist natürlich okay, Artemis, aber den können wir jetzt eigentlich erstmal reichen, denn es geht natürlich um Yuri, die neue Heldin. Und ich muss sagen, sieht natürlich mega schick aus. Also vom Design wieder mal absolut top. Moonton hier. Also eher so Japan-Style, oder? Ja, so Japan-Style. Von hinten sieht so aus wie eine Geisha mit dem Dings hier. Und Geishas haben das doch in Japan. Ja, und dann weiß nicht, was das sein soll. Ein Schwanz oder was? Ja, das ist ein Schwanz. Ja, aber sieht schon schick aus. So. Sieht schon schick aus. Es ist eine Schützin, wieder mal Albtraumfraktion, aber auch Durchbohrer-Fraktion. Aber ich frage mich, warum kommen so viele Helden für Albtraumfraktionen? Weil da haben wir ja gerade mit dem Wukong, mit dem Affen, gerade einen mega OP-Held bekommen. Jetzt schon wieder Albtraum. Deswegen konzentrieren wir uns eher mal hier auf Durchbohrer-Fraktion. Sie ist eine Schützen-Unit, Durchbohrer-Fraktion. Und was sie so besonders macht, das schauen wir uns gleich an. Gehen wir mal Reihe nach Skills durch. Also, erstes klar, Grundangriff fügt zufälligen Gegnern in Reichweite zweimal 50% Damage zu. Einheiten in der Luft werden bevorzugt. Also Anti-Luft lief. Ja, das ist schon mal wichtig für zum Beispiel Arena. Erste richtige Skill fügt einen Gegnern in Reichweite 5 Treffer mit 55% Damage pro Sekunde zu. Wenn ein Ziel während des Skills stirbt, erhält der Held 5% Wut und ein anderer Gegner in der Nähe des gefallenen Ziels wird anvisiert. Also jetzt sieht es hier oben. Ja, je nachdem wie stark der Grundangriff ist, buffen wir uns direkt Wut. Ja. Wenn wir den Gegner töten. Ist jetzt natürlich interessant für die erste Runde in der Arena. Ja, tötest einen Gegner und pusht dich gleich mit der Wut hoch für die zweite Runde, dass sie dann ihre Ulti ready hat. Okay. Aber hatten doch schon eine gute Reichweite hier, ne? So in starker Reichweite. Ja. Oh, weiter. Talent, eine passive, Reiz der Füchsin. Fuchs soll das sein, oder was? Ja, weil die so rot ist. Fuchs, ja, natürlich mit den Ohren da. Okay. Reiz der Füchsin. Talent und ultimativer Skill fügen den getroffenen Zielen für 3 Sekunden Verteidigungsreduktion zu. Also 3 Sekunden ein Death Break, 5 Sekunden nach Skill Ups. 5 Sekunden Death Break, das ist natürlich richtig cool. Und weiter geht's. Passive, verführerischer Blick. Jedes Mal, wenn das Talent ausgelöst wird, erhöht sich der Angriff um 8%, bis zu zweimal stapelbar.
Beim Erreichen der maximalen Stapel wird es nach 20 Sekunden zurückgesetzt. Also hier nochmal ein Attack-Buff. Ja. 16%iger Attack-Buff vor Skill-Ups als Passiv. So, bevor wir uns den letzten anschauen, das ist nämlich sehr interessant, schauen wir uns das Talent an. Also es ist eine Einzelziel, Mehrfachangriff Unit, also keine AOE. Ja, alle 5 Grundangriffe wird eine Chaoskugel ausgelöst, die dem Gegner, die dem Ziel und 4 umliegenden Gegnern einmal 160% Damage zufügt, also schon ein Teil AOE. Dann fügt sie weiter zufälligen Zielen in Reichweite 6 mal 50% Damage zu. Fügt Einheiten in der Luft 20% erhöhten Damage zu. Also auf jeden Fall wird sie richtig geil in der Arena werden. Und warum? Sehen wir hier, die Kosten. Sie hat nur 12 Kosten. Wer hat auch nur 12 Kosten? Silas. Wer ist auch durch Sporo-Fraktion? Silas. Ja, das wird die Mega-Kombo werden für die Arena. Ja, zumindest beim Einzelziel, Angriff, Arena, aber auch hier gerade gegen Anti-Luft-Units in der Arena wird das die neue Mega-Kombo werden. Ihr werdet sehen, so wird es kommen. Ja, mit diesem teils AOE hier, da bin ich mir noch nicht so sicher, mit dieser Chaoskugel. Alle 5 Grundangriffe wird eine Chaoskugel ausgelöst, die dem Ziel und 4 umliegenden Gegnern einmal 160% Damage zufügt. Da bin ich mal gespannt, wie da der AOE-Damage ausfällt. Ja. Ist ein bisschen verwirrend, dass jetzt hier geschrieben wird, nur Einzelzielangriff, mehrfach Schlagangriff, wenn sie dort im Talent ja dann doch quasi noch einen AOE mit drin hat. Aber 160% Damage für eine AOE ist jetzt nicht so viel. Und ist ja jetzt auch keine AOE, ist ja nur auf 4 umliegenden Gegnern. Aber sie kann noch weiteren zufälligen Zielen Reichweite 6 mal 50% Damage zufügen. Na gut. Okay, also. Und jetzt kommt der letzte Skill, das ist nämlich ein Bindungsskill. Und zwar mit, ja, den ich nicht habe. Ich habe zweimal das Spezialartefakt für Kikiri, aber ich habe ihn nicht. Also ein passiver Bindungsskill kennen wir ja bereits von anderen Units. Ja, also erhaltet den Helden Kikiri, der unsterblichen Ronin. Also wenn ihr Kikiri bereits habt, dann habt ihr hier einen Zusatzbuff für Kikiri und für sie. Die durch das Talent ausgelöste Chaoskugel, das ist die hier, wo wir gerade drüber gesprochen haben, fügt dem Hauptziel 100% erhöhten Damage zu. Nach Zufügen von Damage stellt sie 10% der LP für 2 befreundete Einheiten innerhalb von 3 Feldern dieser Chaoskugel wieder her. Dieser Effekt hat keine Auswirkung auf die LP des Helden, also die tut sich nicht selber wieder mit Energie auffüllen, sondern nur befreundete Einheiten. Okay, das ist nicht schlecht. Ich finde es jetzt aber nicht OP. Ich finde es eher gut mit diesem 100% zusätzlichen Damage auf eine Unit. Also man kann sie durchaus beim Bossen spielen. Ja. Mal schauen. Gerade dann natürlich in Verbindung mit Silas als Lead. Arachna, die ich auch nicht habe. Ja. Und dann wird das hier richtig abgehen. Ich bin gespannt. Also Arena ist es jetzt schon kommen. Arachna, Yuri, Silas, das wird demnächst extrem häufig in der Arena anzutreffen sein. Was mich ein bisschen, ehrlich gesagt, verwirrt, das sind die Erweckungsskills bei ihr. Die sind ein bisschen komisch für so eine Unit, meines Erachtens. Okay, gehen wir mal gerade mal durch. Erste Erweckung. Beim Verursachen von Damage besteht eine Chance von 10% auf Betäubung, also auf einen Stun. Ist jetzt nicht so OP.
Ja, ist jetzt nicht so OP. 10% Chance, nochmal Betäuben zuzufügen. Dann zweites, klar, Angriff wird erhöht, auch wie bei Silas. Dann dritte, je weniger Ziele sich in der Grundangriffsreichweite befinden, desto höher wird der Damage. Damage-Erhöhung. Das ist wiederum gut. Ja. Der dritte ist wiederum ein guter Erweckungsskill. Der vierte auch Standard. Und der fünfte dann ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Verringert den erlittenen AOE-Damage um 50%. Welcher AOE-Damage? Den erlittenen. Dieser Effekt kann alle 20 Sekunden bis zu einmal ausgelöst werden. Also, man wird jetzt nicht stärker durch, dass man sie 5-mal erweckt. Man kriegt jetzt irgendwie nicht mehr Damage oder irgendeinen zusätzlichen Buff. Man einfach weniger AOE-Damage rein. Und halt auch nur dann bei Gegnern, die AOE-Damage machen. Logischerweise. Also, das finde ich dann ein bisschen enttäuschend, Erweckungsskills. Aber egal, sie ist, also man muss sie nicht unbedingt so viel erwecken. Ja, das ist eigentlich gut, ja, würde ich sagen. Aber ich finde sie, ich bin echt gespannt. Ja, also nochmal, um das klarzustellen. Für viele, gerade für die Anfänger, die das nicht wissen, ja, mit diesen Bindungsskills. Das heißt nicht, dass ihr beide Helden zusammen spielen müsst, dass ihr hier die zusätzlichen Fähigkeiten bekommt. Ihr müsst sie nur in eurem Lager haben. Ja? Also, wenn ihr Kigiri irgendwann mal gezogen habt, dann habt ihr automatisch den Buff auf Yuri. Ja, so funktioniert das mit den Bindungsskills. So, dann nochmal zum letzten Video bei Ingrid. Da wurde ich darauf hingewiesen, dass man Ingrid nicht mehrfach buffen muss, den Button pushen muss. Da habt ihr natürlich recht. Ja? Nur ist das bei mir so, wenn ich im Gefecht bin und drücke den Button bei Ingrid, er füllt sich ja gleich wieder auf, von Dark auf Light. Und wenn du jetzt manchmal drin bist im Match, dann hat man das vergessen, ob man den jetzt aktiviert hat oder nicht, weil er eben nicht im Dark-Modus bleibt. Natürlich sieht man es, dass sie jetzt kein AOE macht, sondern einen Einzelzielangriff durch die violetten Strahlen bei ihr. Aber wenn du jetzt mehrere Units nebeneinander hast und die alle ihre Skills machen, dann siehst du das auch immer nicht. Deswegen war mein Vorschlag, dass man, wenn man Ingrid bufft, ja, also den Modus ändern in den Einzelzielangriff, dass das Fenster bei hier unten im Dark-Modus bleibt. Dann sieht man, okay, sie ist im Einzelziel-Angriffsmodus. Ja. Aber ich sehe schon, wir haben die Odyssee gerade geschafft. Gerade weiter. Das wäre... Nee. Diese XP Rate ab. Also ich sehe jetzt, ich bin fast durch. Ist kein Problem, ist kein Problem. Und dann habe ich den Anubis hier auch. Mal wieder was zum Testen dann. Demnächst. Also ich bin ganz froh, dass ich das jetzt abgeschlossen habe hier mit der Odyssee. Ja, gut, das war's für heute. Ich bin mal gespannt, was am Samstag vielleicht noch kommt in der Uralten-Beschwörung. Vielleicht gibt es hier Arachna am Samstag eine Uralten-Beschwörung. Dann beschwöre ich natürlich auf Arachna, denn ich habe sie noch nicht. Wäre natürlich mit Yuri, ein Legilord Elite, super. Ja? Aber ihr werdet sehen, es wird kommen. Silas, ja, der hat auch nur 12 Kosten. Das wird das neue Team. Silas, Yuri wird das neue Mega Arena Team. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Keep on grinding. Bis zum nächsten Mal. Euer Lobo.